Zack. Damit es nicht so langweilig wird. Alright. Alright. Schreibt mal rein. Wie viel Gold fangen wir heute? Wie viel Gold fangen wir? How many gold? Richtig krass. Muss ich euch auch erzählen. Internationale Zuschauer gelangen auf meinen Kanal. Das freut mich sehr. Hello around the world. We do German micro gold mining here. Hola amigos y amigas. So, die Tüte kommt weg. Ich hole trotzdem sie. Und auch für kleine Aktionen, so wie jetzt hier, mit so einem großen Gartenspaten, sind alle nicht Optimus Prime. Wir wollen natürlich Optimus. Wir sind nicht umsonst die Berlin Bedrock Warrior. Baker 11117, Gold ist in Sicht. Fette Scheiße. Spült mal kurz. Müsst ihr sehen. Ich hoffe, da kleckert jetzt nicht. Und zack. Richtig geil. 1A Material da unten. Von euch ist es dann rechte Seite. Die links, sorry. Und auch in Polen gekauft, die Schaufel seht gerade. Das passt ja. Polnische Schaufel, polnischer Pedal. Der absolute Knaller. Und vergesst nicht, Ostern sind wir an der Front. Direkt die Flussrinne am Start. Es wird richtig knallen. So. Material weg. Und jetzt Wasser rein. Den Gold wollen wir auch noch fangen. Und dennoch im Glas machen. Kommt auch noch mal ein Special. Gold richtig sortieren, das wird die nächste Folge. Gold richtig sortieren auf dem Blue Table. Wir bauen einen eigenen Miller Table Special. Das wird krass, Männer. Wenn ihr Bock habt auf diese Action-Abenteuer, dann bleibt dran, abonniert. Und wenn ihr richtig cool seid, dann lasst ihr sogar noch ein Like da. So, jetzt schauen wir mal rein, was hier als Rest drin ist. Das halte ich euch gleich mal unter die Nahaufnahme, weil selbst hier ist ja noch Gold drin. Da ist ja jetzt der Mikrostaub ist raus und trotzdem haben wir hier noch hochkonzentriertes Material, was sich jetzt ja auch noch besser waschen lässt, weil dieser kleine Schlamm, alles was kleiner als 120 Mikron ist, raus ist. Liegt es richtig dicht. Da muss man auch mal richtig kloppen, dass sich die Poren wieder öffnen. Kann das alles ab, hoffentlich. Aber das Gold auf jeden Fall. Das Sieb hält, weiß ich nicht. Mache ich heute auch zum ersten Mal. So, auch mal mit der Hand nochmal nachhelfen. Schön durchmassieren, dass das Gold sich rauslöst. Wir wollen ja was sehen. Ja. Da muss man nicht nach Alaska fahren oder in die Alpen. Hier bei uns in der Hauptstadt gibt es auch Gold. Verstehst du? Oder was? Jo, wie seht ihr das? Hättet ihr gedacht, dass in der S-Bahn-Streugut Gold ist? Hättet ihr gedacht, dass in der Elbe Gold ist? Schreibt mal rein. So. Der wird hier sicher. Zack. Nimmer trocken machen. 17 Aufrufe, das ist ja cool. Ich wollte es ja heute drehen, damit ihr schön am Wochenende was zu gucken habt. So, Micro Gold
Mining Germany. Ah, das läuft hier nämlich heute. 120 Mikron, ein Gold. Washing. So, genau. Hier läuft alles. Wie ist es denn? Oh, Stunde ist schon rum. Ja, die Zeit rennt, die Zeit rennt. Dann geben wir jetzt mal Gas. Deswegen ist es gut, deswegen will ich das schneiden für euch Freitag. Dann habt ihr am Wochenende die ganzen Action-Szenen zusammen. Für die Hardcore-Fans lasse ich natürlich den ungecutteten Teil auch online, damit ihr alle live genau mitkriegt. So, Mikrogold hat sich gesetzt. Wir kippen jetzt mal ab. Kamera noch aktiv. Ja, super. Im Idealfall lässt man das natürlich über Nacht stehen, wa? Das ist jetzt hier alles live. Oh, geil. Seht ihr das? Wie geil dieser Sand aussieht? Ich setze mal kurz rum. Ich sehe, dass ihr das seht, weil das ist hier Highlight. Goldwaschen in Deutschland. Das ist Action. Seht ihr dieses Mikrogold? Muss den genauen Winkel finden. So. Da hängt der ganze Sand jetzt drin und den waschen wir jetzt in diesen Rinn. Let it run. Die Schaufel, die liegt noch in dem polnischen Beutel und ich hole jetzt auch mal die polnische Ware ran, den polnischen Paydirt. So, hier ist der Stoff aus Polen. Feinster Paydirt von der Oder. Schaut in die Shorts hier rein. Da wisst ihr, wie die Geschichte losgeht. Das ist Teil der 1 Kilo Paydirt Challenge. Wir suchen verrückte Orte raus. Wenn ihr verrückte Orte habt, schreibt sie rein. Wo soll ich suchen? Hier auch nochmal die Aufnahme. Die Pfanne, weil es hieß, die wurde nicht eingeschliffen in die Kommentare. Hier die ist eingeschliffen. Mit 200er hat er recht. Ist auf jeden Fall richtig. Für normales Gold in Bayern bis irgendwo. Aber hier in Berlin nehmen wir eine feine Messingbürste. Oder idealerweise 800er oder 600er. 200er ist zu grob. Kann man ausrechnen. 200 mm Schleifpapier sind 200 Körner pro Quadratzentimeter. Das ist zu groß für unsere Angelegenheit. So, wir haben 2 Proben genommen und das ist Nummer 2. Merkt es euch, Männer, bevor ich das vergesse. Die eine Seite von dieser Bucht und dann die andere Seite. So haben wir einmal die Spülkante und einmal die andere Kante, wo der Sog von der Strömung ist. So sieht das Ganze aus. Auch sehr kieshaltig. Ich hoffe, ihr seht es. Ja, super. Genau. Ich finde die Technik auf jeden Fall geiler wie letzte Mal. Jetzt kommt erstmal noch der Special Move. Jetzt kommt hier super feiner. Alter. Das ist wie Eiscreme. Wie Eiscreme. Der absolute Hammer. Ich hoffe, ihr seht es. Die Konsistenz so fein und ab in die Rinne damit.
Nicht so viel. Der Kaffeeweißer Becher, genau. So, weiter geht's. 19 Aufrufe schon, coole Nummer. Schön, dass ihr reinschaltet, ich freue mich. Jetzt probieren wir heute mal was anderes aus. Ne, machen wir nicht. Wir nehmen den Kaffeeweißer Becher. Ah, der ist da. Und der andere ist natürlich wieder nicht da. Kennt ihr das auch? Wenn ihr was braucht, ist es nicht da. Wenn ihr was sucht, findet das nicht. Wenn ihr es nicht braucht, dann grinst euch das so hässlich an, so nach dem Motto, ey, guck mal, hier habe ich mich versteckt die ganze Zeit. Dadurch, dass die Rinne hier größer ist, können wir hier natürlich auch mehr Rind feuern und richtig waschen. Aber muss man auch nicht. So, ich mache es mal so, dass ihr es auch seht. Super feines Material. Ich werde es natürlich nicht rausspülen, weil ich habe ja die ganze Tuppe vorhin sauber gemacht. Da verlinke ich euch mal ein Video hierzu. Und dann könnt ihr euch das ganze Material nochmal reinziehen. Wochenende soll regnen. Knallt euch auf die Couch, reißt ein paar Bier auf. Eine Tüte Chips, Schokolade. Lasst es euch gut gehen. Und ich wasche hier für euch. Ja, schreibt rein. Worauf habt ihr Bock? Was soll ich waschen? Wie, wo? Wir haben Osterspecial. Da sind wir live an der Front. Waschen und gehen live vom Wasserkante aus online. Im Livestream. So, damit das nichts verloren geht, wird das Wasser natürlich hier reingekippt. Dann kann ich sich da noch mal ein bisschen absetzen. Und hier seht ihr dann das Material aus der Tüte. Das ist nicht besonders. Ich hoffe, ihr seht es. Wird auch hier sicher weggestellt aufs blaue Tablett, wo das andere Material auch liegt. Und das gucken wir, wie gesagt, in der nächsten Sendung. Gibt es ein Special, wie wir aus diesen ganzen Sachen hier dann, die wir in der Pfanne haben, auch das Gold richtig raus extrahieren und im Glas sichern. Ostsee versus Nordsee Special. Zieht euch rein, den Short verlinke ich hier. Gibt auch nochmal. Wir prüfen, wie viel Gold ist in der Nordsee, wie viel Gold ist in der Ostsee. So, da nehmen wir auch jeweils 1 Kilo und vergleichen dann die Goldmengen, die wir im Mikrometerbereich die Blue Bowl ausrichten. Ich habe hier extra Streifen an der Blue Bowl dran. Die habe ich markiert, wo die 100% in Waage stand. Somit weiß ich, wenn die Tuppe in Waage steht, dann ist die Blue Bowl auch in Waage. Irgendwie nee, läuft alles gut aus. Irgendwelche Grissel, schreibt mal rein, ob ihr wisst, was das ist. Ah. Jo, moin Leute, schön, dass ihr da seid. Ah, nice to see you. Hi, hi. Spannung.
Sehr schön. So muss das aussehen. Gut. Die will halt irgendwie nicht. Habt ihr auch so eine Tage, wo eure Technik mal nicht immer hundertprozentig funktioniert? Ah. Mäuse melken, oder? Jetzt. Now we talking. So, einen Schluck Apfelschorle trinken. Und nach dem Stream werde ich erstmal schön den Grill anhauen. Wollt ihr heute auch? Schreibt mal rein. So. Der letzte Rest vom Schützenfest. Aber wie gesagt, das ist nur die 120 Mikron Siebung. Der andere Teil mitkriegt. Und damit, wenn ihr Bock habt, selber zu waschen, könnt ihr da für euch das Beste rausziehen. Ich will euch nur mein Wissen weiterleiten. Beschäftige mich seit 15 Jahren damit. Und der Januar war so kalt, da hatte ich einfach Bock und dachte, ich mache mal ein YouTube-Video. Dann kamen die ersten Klicks und so hat sich das entwickelt. Und vielen Dank nochmal für eure Community, für die Kommentare, für die Likes, für die Abonnenten. Macht Spaß, fühlt sich gut an. Und wenn ich euch damit eine Freude mache und ihr noch was lernt, haben wir doch eine Win-Win-Situation, Männer. So. Rambo! Was ist das? Das ist Gold. Was macht das? Es leuchtet gelb und macht mich glücklich. Die Vortex-Matte arbeitet auch. Herrlich. Und seht ihr, wie die Rinne hat denselben Winkel, die Rinne hat dieselbe Wasserleistung wie letztes Mal. Seht ihr, wie rein die jetzt wird durch diese Mikron-Siebung? Der Hammer. Nehmen wir jetzt eine komplett neue Pfanne. Haben wir den polnischen Pede ja nicht geschafft. Muss halt auch mich erstmal einfuchsen, gucken mit den Videos. Wie lange braucht man für was? Das ist glaube ich nur Sand, aber sicher mal trotzdem. So. Und zwar die Pfanne. Sieht so aus. So ist geil, ne? Lass mir was einfallen mit dem Licht nächstes Mal, Männer. Und wir attacken jetzt die Rinne. Wollt ihr auch was sehen? Zack. So. Aber ich wasche jetzt trotzdem. Moin Leute, schön, dass ihr da seid. So. Verstehe ich nicht, warum die Verbindung hier schlecht ist, aber es ist wie es ist. Schön spülen. Schön spülen. Ganz wichtig. Hier sind wir jetzt bei den 120 Mikron. Sind wir auch nicht mit dem Pinsel nachgegangen. Mit dem Pinsel gehen wir nur nach, wenn wir die größeren Steine rausschieben wollen, damit die noch mal ein bisschen Gegenschwung kriegen und dann sich die Rinne wieder freispült. Jo. So sieht's aus. Das wäre jetzt der nächste Schritt, das Material aus der Rinne auf den blauen Tisch zu packen.
Den Miller Table, DIY Miller Table bauen wir auch noch. Auch ein To-Go DIY System. Das ist hier das Blech. Da kommt hier der Belag rein. Abgestaubt von der Baustelle. Das ist der Rest von meiner DIY Flussrinne. Genau, und dann geht's weiter. Okay. So. Sieht gut aus. Nochmal kontrollieren. Ja, ein paar Reste bleiben immer drin. Ich sag mir, ob es nur in der Rinne ist oder im Glas. Hauptsache in meiner Nähe. So. Okay. Nochmal korrigieren wir denn auf dem blauen Tisch in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr da wart. Blue Wall is running. Schwedisches Gold. Der Unfall wird nächstes Mal ausgewaschen. Die Schüssel kriegt noch einen eigenen Short. Hier haben wir noch Material im Eimer drin, die Reste. Die schauen wir uns auch noch mal ganz genau an. Und die andere Rinne, die große Rinne, wird nächstes Mal auch mit ausgewaschen. Bleibt dran, stay tuned. Vielen Dank, bis dann. Danke Leute, bis dann. Und abonniert.